Wäre der Shooter-Markt ein Rennen, dann würde Halo Infinite ganz gut mithalten. Call of Duty Vanguard hätte ein leichtes Motorstottern und Battlefield 2042, naja, das wäre vermutlich das brennende Wrack, an dem alle vorbeifahren. Aber es gibt auch einen Vertreter aus dem Hardcore-Indie-Bereich, der seit Jahren mit allen drei locker mithalten kann. Escape from Tarkov. Gerade zum Jahresende hat der Shooter wieder neue Spielerrekorde aufgestellt und wir schauen uns mal an, was es mit einem der aktuell schweißtreibendsten Shooter auf sich hat und warum da so viele drauf abfahren. Als wir zum ersten Mal Escape from Tarkov starten, sind wir ganz froh, es überhaupt gefunden zu haben. Das Spiel gibt es nämlich nicht bei Steam oder einem der anderen Shops. Wer nach Tarkov will, muss den direkten Weg über den russischen Entwickler Battlestate Games nehmen. Nur da wird der hochrealistische Shooter aktuell verkauft. Ein Release auf Steam wurde zwar angekündigt, doch der steht wohl so lange aus, bis das Spiel endgültig fertig ist. Doch schreckt das die Spieler nicht ab. Im Gegenteil, Escape from Tarkov hat sich seit seiner ersten spielbaren Alpha im Jahr 2016 zu einem Geheimtipp gemausert. Realistisch und Hardcore will man sein und hochspannende Matches bieten. Mittlerweile hat man die Beta des Spiels erreicht, die aber auch schon mehrere Jahre läuft und ein Ende ist bisher noch nicht in Sicht. Das Spiel ist aber schon gut spielbar, besitzt mehrere Maps, Quests, einen ganzen Haufen Loot und spannende Schusswechsel, doch haben die Entwickler auch noch einiges geplant bis zum finalen Release. Das fängt bei weiteren Waffen an, geht über zusätzliche Spielmodi bis hin zur Vereinigung der einzelnen Maps zu einer großen Open World. Zu Beginn erstellt ihr euch einen Charakter, der entweder auf der Seite der Bears oder der USEC kämpft. Beides private Militärorganisationen. Das hat aktuell noch keine Auswirkungen, aber man soll sich wohl im fertigen Spiel lieber mit den Spielern der eigenen Fraktion identifizieren und zusammentun. Hinter EFT steht nämlich ein überraschend umfangreicher Storyunterbau. Der dreht sich um eine fiktive, ins Chaos gestürzte Sonderwirtschaftszone im Osten von Russland. Da hat eine Firma miese Machenschaften veranstaltet, was Russland und die NATO auf den Plan gerufen hat. Die kämpfen aber nicht selbst, sondern lassen lieber Privatarmeen aufeinander los. Bears auf russischer Seite und USEC auf NATO-Seite. Da die Stadt abgeriegelt ist, schließt ihr euch mit eurer Spielfigur einer der Seiten an, um am Ende hoffentlich aus Tarkov zu entkommen. Doch das ist gar nicht so einfach. Escape from Tarkov ist ein Hardcore-Shooter und das wird beim ersten Blick ins Spielmenü klar. Denn da wird man direkt erschlagen von den vielen verschiedenen Elementen, die das Spiel aber halt nur spärlich erklärt. Es gibt einen Unterschlupf, den man ausbauen kann. Das Inventar ist schon vollgestopft mit Zeug, mit dem man erstmal gar nicht weiß, wofür das alles ist. Das Charaktermenü ist noch in Unterkategorien wie Gesundheit oder Fähigkeiten unterteilt und das eigentliche Spiel unterscheidet sich auch nochmal in 2 Modi. Wer sich hier alles selber zusammenpuzzeln will, der wird eine ganze Menge Zeit und Frust aufbringen müssen. Wir empfehlen jedem, der mit Tarkov starten will, sich vorher am besten noch ein paar Anfänger-Guides anzuschauen. Aber fangen wir mal ganz unten an. Der Kern des Spiels besteht darin, in verschiedenen Bezirken der Stadt Tarkov abgesetzt zu werden, da Loot zu sammeln und Aufträge zu erledigen und dann rechtzeitig den Evakuierungspunkt zu erreichen, um lebend wieder rauszukommen. Auf den Karten seid ihr aber nicht alleine. Es streifen KI-Gegner und andere menschliche Spieler durch die Gegend, die euch immer erstmal als Beute ansehen. Der Clou an der ganzen Sache ist eine Art Roguelike-Element, denn wenn ihr sterbt oder es nicht pünktlich zum Ausgang schafft, ist all eure Ausrüstung, die ihr dabei hattet, weg. Auch die, mit der ihr euren Charakter vor der Runde ausgerüstet habt. Damit macht auch das vollgestopfte Inventar zu Anfang Sinn, denn Tarkov gibt euch quasi eine Grundausstattung an die Hand, um schon mal ein paar Runden mit eurem Charakter zu spielen. Tarkov sagt euch beim ersten Start aber auch gleich klipp und klar, ihr werdet eure ersten Runden eh nicht überleben. Und das stimmt. Das liegt an den zahlreichen Designentscheidungen für den Hardcore-Anspruch, die euch das Leben wirklich schwer machen. Es gibt tonnenweise verschiedene Waffen und noch viel mehr Aufsätze und Modifikationen dafür. Dazu kommen noch verschiedene Munitionstypen für die Ballermänner. Was jetzt wo reinpasst und welche Munition mehr Schaden macht, das müsst ihr euch in den Inventarmenüs selber zusammenlesen. Verletzt werden könnt ihr auch auf unterschiedliche Weisen und deswegen gibt es auch unterschiedliche Erste-Hilfe-Sets und Medikamente. Was jetzt wofür hilft? Ja, findet's halt selber raus. Ihr wüsstet doch im echten Leben auch nicht auf Anhieb, wie man eine Schussverletzung behandelt. Und das will EFT euch spüren lassen. Seid ihr dann das erste Mal in einem Match, seid ihr auch hoffnungslos verloren. Das Spiel hat zwar feste Spawnpunkte, doch wo ihr gerade seid, das wisst ihr nicht. Eine Ingame-Karte gibt's nur, wenn ihr sie mal im Spiel gelootet und dann wieder mit eingesteckt habt für die nächste Runde. Bedeutet also auch, ihr könnt sie wieder verlieren. Bei den Ausgängen sagt euch das Spiel zwar, welche offen sind für diese Runde und wie lange Zeit ihr noch habt, um da hinzukommen, aber wo die Ausgänge sind,
Naja, müsst ihr selber rausfinden. Die sind auch selten auffällig in der Spielgrafik zu entdecken, nur manche haben spezielle Animationen, die anzeigen, dass der Ausgang offen ist, ein brennendes Leuchtfeuer zum Beispiel. Beim Großteil blendet sich einfach nur eine kleine Anzeige ein, wenn ihr richtig steht. Ihr müsst also die Karte auswendig lernen, damit ihr wisst, wo euer Ausgang ist. Tarkov-Anfängern wird deswegen dringend empfohlen, sich eine Karte aus dem Internet zu ziehen und auf einen zweiten Bildschirm oder das Handy zu legen. Ihr seid sonst wirklich komplett aufgeschmissen. Und auch sonst spart EFT mit Hilfen. Fadenkreuz gibt's nicht. Wenn ihr zielen wollt, müsst ihr die Waffe anlegen. Wie viel Munition in eurem Magazin ist? Nehmt das Magazin aus der Waffe und zählt selber nach. Looten dauert seine Zeit. Guckt ihr in eine Kiste rein, simuliert das Spiel das Durchsuchen von Schränken, indem es eben ein paar Sekunden dauert, bis alles angezeigt wird. Naja, und wer jetzt überhaupt Freund oder Feind und wer Computergegner oder menschlicher Gegner ist, das sagt euch natürlich auch niemand. Und genau durch all diese Beschränkungen entsteht eine unheimliche Spannung und ein riesiger Druck. Ohne Gegnermarker sind die Feinde schließlich leicht zu übersehen und wenn euch ein Feind mal aufs Korn nimmt, wisst ihr teilweise nicht mal, wo die Schüsse herkommen. Oft ist es auch einfach schon vorbei, bevor ihr richtig reagieren könnt. Einzig das Sounddesign ist euer Freund. Mit dem hört ihr normalerweise sehr genau, wo gerade Action ist und ob ein Gegner nah an euch vorbeiläuft. Das können eure Gegner aber natürlich genauso. Es gilt also viel mehr als in anderen Spielen. Jeder Schritt, den ihr macht, könnte der letzte sein. Friendly Fire ist außerdem immer an, im Zweifel nietet ihr also aus Versehen euren Kumpel weg, wenn ihr im Squad spielt. Darüber hinaus können Anfänger stellenweise gar nicht mit erfahrenen Spielern mithalten. Klar, die sind einerseits besser ausgerüstet, aber sie haben auch die besseren Skills. Ein Fähigkeitensystem gibt es nämlich auch noch. Das orientiert sich am Skyrim-Prinzip. Spielt ihr auf eine bestimmte Weise, gibt es dafür Erfahrung. Wenn ihr also viel rennt, steigt eure Ausdauer. Selber Punkte vergeben könnt ihr aber nicht. Aber Escape from Tarkov lässt euch dann doch nicht ganz im Regen stehen. Denn theoretisch könntet ihr ja mit eurer richtigen Spielfigur irgendwann keine Ausrüstung mehr haben, wenn ihr eine sehr lange Pechsträhne habt. Und da kommt der zweite Spielmodus zum Tragen. Denn ihr könnt nicht nur als eure Spielfigur nach Tarkov reisen, sondern auch als sogenannter Scavenger, kurz Scav oder Scuff. So werden die Computergegner genannt, die auf der Karte rumrennen. Und in dem Spielmodus werdet ihr zufällig in die Haut von einem von denen gesteckt mit zufälliger Startausrüstung. Erreicht ihr mit dem dann einen Ausgang, könnt ihr euch sein gesamtes Inventar samt Waffen in den Stash von eurer Spielfigur legen. So bekommt ihr also wieder neue Ausrüstung für Raids mit eurem eigentlichen Charakter. Gleichzeitig greifen euch andere Scavs dabei aber nicht an, vor denen seid ihr also schon mal geschützt. Andersrum könnt ihr sie sogar als Hilfe nutzen, greift euch ein menschlicher Spieler an, dann rennt halt zu euren KI-Verbündeten, die dann das Feuer eröffnen. Hier wird es aber auch wieder tricky, denn greift ihr als Scav einen anderen Scav an, wird die KI in der Nähe aggressiv auf euch. Und zu unterscheiden, wer jetzt ein Computergegner ist und wer einer von USEC oder Bears, das müsst ihr dann wieder selber rausfinden. Benehmt ihr euch als Scav allgemein wie die Axt im Walde und tötet einfach wahllos NPC-Verbündete, sinkt außerdem euer Karma. Das bestimmt, wie schnell ihr wieder eine Scav-Runde spielen dürft. Am Anfang müsst ihr nämlich 20 Echtzeitminuten warten, bis ihr wieder Loot farmen könnt. Seid ihr ein schlechter Scavenger, erhöht sich die Zeit und ihr startet mit schlechterer Zufallsausrüstung. Andersrum verkürzt sich die Zeit und eure Startbewaffnung verbessert sich. Ihr seht also, Escape from Tarkov schmeißt euch überall Stöcker zwischen die Beine. Und da haben wir jetzt noch lange nicht alles abgedeckt. Dass ihr euch nach einer Runde heilen müsst, sonst geht ihr mit Verletzungen in die nächste Runde beispielsweise. Oder dass ihr viele Gegenstände erst entdecken müsst, vorher sind sie unkenntlich gemacht. Oder dass mit jedem großen Patch alle paar Monate ein Server-Wipe kommt, der eure ganzen Fortschritte wieder zunichte macht und alle wieder ganz von vorne anfangen müssen. Und trotzdem schafft es das Spiel regelmäßig neue Spielerrekorde aufzustellen. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, aber mit dem letzten Update mussten Warteschlangen vor den Servern errichtet werden. An denen stehen zu Stoßzeiten teilweise über 100.000 Leute. Zum Vergleich, zum Zeitpunkt dieses Videos kam Battlefield 2042 auf Steam nur noch auf knapp 10.000 Spieler am Tag. Und das nicht mal ein halbes Jahr nach Release. Aber was ist dann der Reiz an einem Spiel, das euch leiden sehen will? Das kann man vermutlich mit einem Satz beantworten. Es ist anders als die anderen. Gerade der Hardcore-Anspruch ist es, was die Spieler fasziniert bei der Stange hält und vor allem sehr euphorisch werden lässt. Kleiner Funfact, wir haben nur eine kleine Frage ins Subreddit von Escape from Tarkov gepostet und einen Tag später haben wir hunderte Antworten von Spielern zurückbekommen, warum sie selbst nach bis zu 2000 Stunden immer noch begeistert sind vom Spiel.
Und der Tenor bei diesen Spielern ist dieses Gefühl, das Escape from Tarkov seinen Spielern bietet. Es ist der komplette Gegenentwurf zu den aktuellen Shootern des Massenmarktes. Da wird schließlich stets darauf geachtet, die Spieler ständig mit Belohnungssystemen bei der Stange zu halten, damit sie auch ja nichts Negatives mit dem Spiel verbinden. Es muss ständig irgendwie klingeln, weil sonst könnten die User ja abspringen und dann zahlen sie nichts mehr für Skins und ähnliches. Aber genau dieses ständige Pampern ist es, was vielen Leuten mittlerweile auf den Zeiger geht. Auch Mikrotransaktionen, Battle Passes oder jetzt neu NFTs. Darauf verzichtet Escape from Tarkov konsequent und das macht es erfrischend. Das Spiel schert es einen Dreck, ob ihr euch zurechtfindet oder überhaupt wohlfühlt, und das ist es, was es gleichzeitig so spannend macht. Auch auf lange Zeit, denn selbst wenn ihr irgendwann richtig gut ausgerüstet und hochgelevelt seid, sieht euch ein Level 1 Noob zuerst. Seid ihr vermutlich trotzdem erledigt. Und so ist man beim 1000. Versuch zwar erfahrener, aber trotzdem noch genauso angespannt wie beim ersten Mal. Jede Runde erzählt so seine eigene Geschichte und die Endorphine schießen durch den Körper, wenn man halbtot aus einem Gefecht kommt und man es trotzdem noch zum Ausgang schafft mit dem fetten Loot. Jeder Sieg ist von einem selbst hart erarbeitet worden und das macht ihn umso süßer, und an jedem Verlust ist man meistens selbst schuld durch Unachtsamkeit. Und das macht ihn umso bitterer. Und das macht Escape from Tarkov auch so extrem reizvoll. Denn obwohl man vielleicht am Tag zuvor alles verloren hat und wütend das Spiel beendet hat, kommt man am nächsten Tag doch wieder zurück, denn diesen Adrenalinkick erlebt man sonst aktuell in wenigen Spielen. Habt ihr Escape from Tarkov schon mal ausprobiert? Und was waren eure spannendsten Matches? Schreibt's in die Kommentare, lasst uns auch ein Like und ein Abo da, das unterstützt uns, und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen checkt pcgames.de.